wir sind ja ein IT-Unternehmen und mich würde interessieren, welchen Impact hat die Digitalisierung und IT auf die Kunst und umgekehrt? Also für mich ist es halt einfach ganz wichtig, dass man, egal in welcher Branche das ist, einfach mit der Zeit geht. Man kann die Digitalisierung nicht ausschließen. Die IT-Branche schreitet immer weiter voran. Es wird immer wichtiger für wirklich jeden von uns. Und das ist halt einfach, ja, auch in der Kunst so, ne? Ich sag mal so, mittlerweile bleibt es auch nicht mehr aus, auch für Künstler und für Galerien einfach auf Instagram tätig zu sein. Das ist halt einfach so. Das ist eine neue Plattform. Die Leute, die fangen an, immer weniger irgendwie Fernsehen zu gucken. Man guckt auch weniger Nachrichten mittlerweile und informiert sich nur über das Internet und über Social Media. Und das ist eine neue Quelle einfach, die irgendwann, denke ich, auch mal Zeitung lesen, in dem Sinne, wie wir es jetzt noch kennen, auch ersetzen wird. Aber ich bin halt ein Freund davon, wenn man sich trotzdem treu bleibt und wenn man auch ich sag mal so, wenn man jetzt nicht zu sehr abschweift von dem klassischen Weg, weil es gibt gewisse Regeln im Kunstmarkt. Man kann nicht ohne Galerien arbeiten und man kann auch nicht irgendwie denken, man ist ein anerkannter Künstler, wenn man jetzt versucht, seine Bilder über Instagram oder generell Social Media zu verkaufen. Das geht nicht, das mache ich auch nicht und das wäre eine Todsünde, diese Regel zu brechen. Das ist, wie gesagt, nur um die Leute auf dem Laufenden zu halten. Also mein Gefühl war, dass die Bilder im Internet, egal wie hochauflösend die da sind, die kommen einfach überhaupt nicht so rüber wie live. Ist einfach so. Das ist was ganz anderes. Ja. Also das ist und insofern wird es deiner Kunst ja auch nicht gerecht, wenn du das nur übers Internet irgendwie Richtig. teilen würdest. Fakt. So. Fakt, ja. Definitiv. Also aber man muss heute in den Medien präsent sein. Da gebe ich dir vollkommen Man kann recht. die beste Show abziehen, man kann der coolste Typ sein, wenn man das nicht rausbringt, wenn man die Leute nicht erreicht, wenn man keine Massen dafür begeistern kann, dann ist es zwar eine schöne Sache, aber nicht wirklich nützlich. Ne? Absolut. Ja, man muss sein Wenn auch Publikum so erreichen. ja genau, und auch wenn Leute sagen, ja, das ist ja auch viel Marketing und so, da vergessen die Leute, dass Picasso eigentlich das größte Marketing-Genie war überhaupt in der Kunst. So, wenn auch Galeristen kamen, wollten 10 Bilder haben, gesagt, 10 gibt's schon mal gerade gar nicht. Könnt euch höchstens 2 Bilder aussuchen. Er hat auch immer verknappt und so weiter. Das ist auch eine Art von Marketing. Ja, selbstverständlich. So, und das ist einfach wichtig. So, er hat auch mit den Medien gearbeitet und so. Natürlich waren die damals anders als heute, aber er hat mit den damaligen, die zur Verfügung standen, hat er auch gearbeitet. Ja, das bleibt nicht aus. Salvador Dalí, eines der größten Marketing-Genies. Alles, auch viel Inszenierung, klar. Picasso hat sich auch super viel inszeniert. Muss man als Künstler. Ja, oder? klar. Ja. Wir sind natürlich in einer viel trockeneren Branche, aber ja, für uns. Aber IT-Branche ist auch super. Ich bin auch bei ich glaube, 3 Firmen mit drin als Investor, auch in Kanada und so, von IT-Branche. Es ist sehr interessant, also es interessiert mich schon. So trocken finde ich das eigentlich gar nicht. Ja, also vollkommen richtig. Also das Thema Digitalisierung ist was die Welt in den nächsten Jahren massiv verändern wird. Absolut. Global. Ja, ist Absolut. auch so. Ja. Also das ist radikal. Ja. Aber das Problem ist tatsächlich, dass der Mensch sich nicht so schnell mitentwickelt. Tatsächlich entwickelt sich die Technologie gerade schneller als der Mensch. Das war schon immer schnell, aber jetzt überholt sie den Menschen gerade. Ja? Also Irgendwann hat auch die Technologie die Macht über uns. Es wird irgendwann so sein, ja. Kennst du die Serie Black Mirror ja, auf Netflix? ja, noch nicht gesehen, aber davon gehört. Ja. Beste Serie, die es überhaupt nur gibt. Kennt ihr Black Mirror auf Netflix? Ja? Hammer, oder? Also das ist die beste Serie, die es überhaupt nur gibt. Ich gucke keine Serien, ne? Ja. Das ist auch nicht zusammenhängend. Das sind so einzelne Filme, Kurzfilme. Okay. Wahnsinn. Also da geht es auch um Digitalisierung, um gesellschaftliche Probleme und wie sich das alles entwickelt bei uns und wie die Welt später aussieht. Und irgendwann ist alles so voll mit Technik, dass die Technik über uns die Macht hat. Das ist einfach so.
Da wird auch dargestellt, welche Probleme wir dadurch bekommen werden. Und also ich kriege Gänsehaut und wenn ich die gucke, und ich kann es kaum abwarten, bis die neuen Folgen rauskommen. Ich gucke keine Serie, die zusammenhängend sind, weil ich keine Lust dazu habe und auch nicht die Zeit habe, Serien zu gucken. Wenn ich nicht Zeit habe, gucke ich mir einen Film von Anfang bis Ende an und dann fertig. Ich weiß die Geschichte, ich weiß Ende, alles gut. Aber das sind auch so, kann ich nur empfehlen, das Beste überhaupt. Also da kommt wirklich keine andere Serie ran. Ja. Würdest du dir in irgendeiner Weise das Thema Digitalisierung mehr in der Kunst wünschen oder weniger? Also, oder gäbe es da was, wo du sagen würdest, dass da enthalte ich mich, weil ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ wäre. Da bin ich ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht wäre. Aber Fakt ist, dass es nicht ausbleibt, dass es weiter voranschreitet, auch in der Kunst. Man muss ja überlegen, Kunst ist ja das größte Luxusgut, was es ja eigentlich gibt. Ich sag mal so, wenn man schon 5 Häuser hat, wenn man schon 10 Sportwagen hat, wenn man schon 3 Boote hat, was kauft man sich dann noch? Kunst. Und bei Kunst ist alles offen. Kunst hat kein Limit. Ich meine, deswegen gibt es doch Preise wie 97 Millionen für einen Giacometti oder 86 Millionen für Picasso, 117 Millionen für einen Basquiat. Dann jetzt, ich habe gelesen, jetzt, wie viel war das? Ich glaube 140 oder 150 Millionen für Edward Hopper. Oder David Hopper? Nee, Edward Hopper. Edward Hopper. So, das ist unglaublich. Da Vinci, 450 Millionen nach Abu Dhabi. Das ist krass. Und das ist halt irgendwie auch, das ist halt auch irgendwo Genuss, ne, für die Menschen. Und die wollen nicht irgendwie das mit einem Beamer an die Wand beamen, das Bild, die wollen sich das aufhängen. Deswegen wird das nicht, denke ich mal, aussterben. Nein.